Huhu, ich begrüße euch im neuen Jahr. Los geht es mal etwas kleiner. Oder vielleicht auch nicht? Wir starten unser Videojahr in Wartenberg. Die Station liegt am Berliner Außenring und verfügt über einen einzigen Mittelbahnsteig. Ein Fußgängertunnel verbindet die beiderseits der Strecke liegenden Siedlungsteile miteinander. Einen kaputten Fahrstuhl muss man hier bis heute nicht fürchten. Der barrierefreie Zugang ist nämlich komplett durch Rampen realisiert. Günstig und wartungsarm. Der Grund, warum die Station im Rahmen dieser Videoreihe hier gewürdigt wird, ist die hier von der Warschauer Straße kommt, endende S75. In der Hauptverkehrszeit kann man hier sogar eine Station weiter bis Ostbahnhof fahren. Wow! Die Züge wenden hier am Bahnsteig. Eine Kehranlage gibt es nicht. Trotzdem das östliche Gleis 1 scheinbar hinterm Prellbock weitergeht. Dazu aber später mehr. Auf dem Vorplatz in der Egon-Erwin-Kirsch-Straße könnte man noch den Bussen der Linie 256 begegnen, die hier zwischen dem Friedrichsfelder Zentralfriedhof und der sehr einfallsreich benannten Straße 5 in der Siedlung Wartenberg ihre Bahnen zieht. Damit wäre schon das haltende Regelprogramm hier abgehandelt. Niedlich klein, oder? Die Regionalbahnlinien RB12 Templin-Stadt Berlin-Ostkreuz, RB24 Eberswalde Hauptbahnhof nach Schönefeld und RB32 Oranienburg nach Schönefeld passieren den Bahnhof an bahnsteiglosen Gleisen ohne Halt. Betrieblich gehört Wartenberg bei der S-Bahn übrigens zum Bahnhof Hohenschönhausen. Die Abfertigung der Züge erfolgte sozusagen schon vom Anbeginn der Zeit an über Kameras aus dem kleinen Kabuff am Bahnsteigende in Hohenschönhausen. Ein Aufsichtshäuschen gab es nie in Wartenberg. Die Geschichte ist hier auch recht unspannend und einfach abzuhandeln. Trotzdem will ich sie euch nicht vorenthalten. Ähnlich wie Ahrensfelde, dem ich hier schon mal ein Video gewidmet habe, ist Wartenberg auch ein Kind der DDR. Auch hier war die Großoffensive in Sachen Wohnungsbau der ausschlaggebende Grund. Auch das Neubaugebiet in Hohenschönhausen sollte schnellbahntechnisch erschlossen werden. Ursprünglich war auch vorgesehen, dass die S-Bahn nur bis Hohenschönhausen fährt und sich dort eine zweigleisige Kehranlage anschließt. Das wurde so auch am 20.12.1984 in Betrieb genommen. Man erkannte durch die Ausdehnung des Wohngebiets aber auch den Bedarf für einen weiteren Bahnhof. Und so ging Wartenberg exakt ein Jahr nach Hohenschönhausen am 20.12.1985 in Betrieb. Sonst ist erstmal nicht viel mehr passiert. Außer dass sich der Endbahnhof der hier startenden Züge immer mal wieder verschoben hat. Warschauer Straße, Ostbahnhof, Westkreuz, Pichelsberg, alles war irgendwie mal auf den Zielanzeigern vertreten. Den einzigen heftigen Dämpfer gab es hier zwischendurch am 8.9.2009, als die S75 wegen dem aus der berühmt-berüchtigten 2009er S-Bahn-Krise aufgetretenen Wagenmangel eingestellt werden musste. Die Züge fuhren erst ab dem 19.10.2009 wieder. Die Krise könnte übrigens auch mal ein eigenes Video wert sein. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Auch danach ist hier nicht mehr viel passiert, außer dass mit dem Ende der Bauarbeiten am Ostkreuz die S75 ein letztes Mal, bisher zumindest, vom Westkreuz zur Warschauer Straße eingedampft wurde und man den Zügen die Hälfte ihrer Wagen gemopst hat. Statt Vollzügen mit 8 Wagen fahren nun Halbzüge mit 4 Wagen. Die Lücke wurde durch die auf die Stadtbahn zurückkehrenden Linien S3 und S9 wieder gefüllt. So, damit war es das dann aber endgültig mit dem bisherigen Werdegang dieses Stücks DDR-Charme. Wie sieht die Zukunft aus? An das eine hinterm Prellbock weiterführende Gleis vom Anfang des Videos erinnert ihr euch noch? Hier hatte man Großes mit der Strecke vor. Da klafft, wenn man mal genau hinschaut, so eine Lücke im S-Bahn-Netz, von Wartenberg bis zur S2 bzw. S8 bei Karow. Diese Lücke wollte man schon anno dazumal schließen und hat auch losgelegt. Allerdings hat man die Arbeiten 1993 wieder eingestellt. Es entstanden einige Vorleistungen, wie hier in Malchow oder hier in Heinersdorf. Das Ganze soll aber nun im Rahmen des Infrastrukturprojekts I2030 des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg wieder aufgegriffen werden. Man möchte die Lücke zum Karower Kreuz schließen. Vorgesehen sind hier die neuen Haltepunkte Malchow Nord, Sellheimbrücke und ein neuer Turmbahnhof Karower Kreuz, womit sich diese Ecke dann auch einen Platz in meiner ruhmreichen Serie über die Kreuze angeln würde. Link zu den bisher erschienenen Videos in der Infokarte, falls ihr das erste Mal zuschaut. Eine Fertigstellung ist hier jedoch noch völlig offen. Aber damit wäre man ein Stückchen näher an einem zweiten, viel größeren S-Bahn-Ring dran. Wäre doch cool, oder? Ansonsten gibt es über dieses kleine, aber feine Stationchen, diese Endstation wider Willen, eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wer doch noch was ergänzen mag, kann das in den Kommentaren gerne tun. Ich pinne besonders interessante Kommentare übrigens auch gerne an. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei meinen Kanalmitgliedern bedanken. Ihr seid großartig. Likes, Abos und Kommentare sind auch gern gesehen. Und damit wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr. Tschüdelü!